Mein Vater und meine Mutter waren ehrbare Leute. Ich bin in der Campingbranche gelandet. Dort zurückzublicken mit der ganzen Schraubheringsgeschichte, hatte ich ja damals auch irgendwo die Vision, dass das mal jeder Camper verwendet. Wo man einfach sagt, hey, das ist ein geiles Produkt. Ich campe im Prinzip seit meiner Kindheit, Brigitte im jugendlichen Alter, und da haben wir uns eigentlich auch sehr gut ergänzt, weil wir eben diese Leidenschaft Reisen hatten. Wir haben dann Anfang der 90er Jahre mal angefangen mit einem Vertrieb von Wasser- und Luftfiltern, war sehr innovativ, war auch wieder seiner Zeit voraus, war sehr erfolgreich, hat sich dann aber erübrigt, nachdem die Firma dann die Produktion dieser Produkte eingestellt hat. 2001 kam so das Internet etwas stärker hoch und vor allen Dingen das Online-Shopping. Aber wir haben damals schon, und das habe ich mir auch alles im Prinzip selber beigebracht, mit Webseitenprogrammierung einen Shop aufgesetzt. Das war schon sehr erfolgreich, damit haben wir das ganz gut auf die Reihe gekriegt, was wir uns so vorstellten. Zum Schraubhering ist zu sagen, den habe ich nicht erfunden. Der Schraubhering war nämlich bereits 1966 das erste Mal im Münchner Patentamt angemeldet. Was ich mir aber auf die Fahnen schreibe, die Einführung des Schraubherings in den Markt und dass heute der Camper überhaupt mit Schraubheringen was zu tun hat. Das heißt, ich habe dann, wie wir es gerade schon gesagt haben, die erste Berührung mit Schraubhering gehabt, indem ich einen ehemaligen Geschäftspartner kennengelernt habe, und wir hatten dann zusammen diese Art von Produkt auf den Markt gebracht, bis es dann, ja, wie es oft in solchen Geschichten ist, zur einer Störung dieses partnerschaftlichen Verhältnisses kam und sich das Ganze dann über eine gewisse Zeit hin aufgelöst hat. Und da ist nämlich was passiert, nämlich wie Brigitte gemerkt hat, dass da irgendwie diese Zusammenarbeit nicht mehr ganz funktioniert, hat die tatsächlich, ohne dass ich es wusste, im Hintergrund zusammen mit unserer ältesten Tochter, der Virginia, eine neue Firma gegründet. Peggy Pack Limited. Das war so der Anfang, wo man einfach sagt, hey, das ist ein geiles Produkt. Wir selber als Camper haben das benutzt, haben einfach gesagt, okay, das kann auch geschäftlich richtig gut werden. Und wie ich dann später dazu kam, war natürlich die Herausforderung, wie gehen wir denn die ganze Sache an? Wie verpackt man das überhaupt? Überhaupt die ganzen Materialien und die Werkzeuge? Die ganzen Materialien, der Werkzeugbau und so weiter. Also jetzt führe ich euch mal in die Katakomben von Neutrossefeld. Hier ging mal alles los. Das waren unsere ersten Räumlichkeiten, wo wir verpackt haben. Hier ist die Ware quasi in den Verkaufsverpackungen gepackt worden mit dem Tackergerät. Sonst waren es noch Tüten mit Anhängereitern. Schaut recht klein aus, ist recht klein. Es erinnert nur noch die Farbe im Prinzip an die damalige Zeit. Das Regal steht auch noch da, das nutze ich heute als Werkzeuglager. Aber im Prinzip ging es hier mal los mit der Verpackerei. Also, jetzt sind wir hier tatsächlich im ersten Büro. Und hier ist mein alter Arbeitsplatz, wo ich die ganzen Sachen entwickelt habe. Von hier aus ist alles gebaut worden, gedacht worden. Hier sehen wir auch noch ganz fast aktuell, nämlich seit 2019 hängt hier der Bauplan der Halle an der Wand. Den musste ich natürlich täglich beim Telefonieren mit Architekten und Firmen, die uns hier die Sachen gemacht haben, auch bei der Hand haben, um irgendwas zu erklären. Also hier haben wir ein Sammelsurium, wie man sehen kann, aus all der Zeit. Das sind sicherlich nicht alle, aber meistens haben wir sie hierher gehangen. Hier ist zum Beispiel von der Francana Inhouse-Show, dann ist hier aus Amerika, irgendwo muss auch England rumhängen, von der Technikkarawane, also all diese Messen, die wir jeweils besucht haben. Ja, und das war natürlich hier der Beginn in unserem Wohnzimmer. Weihnachten 2008. Zwischen Kisten und Schrauben, dazwischen die Katze, die Kinder. Ja, und seitdem die Ware drüben bei der Nachbarin angekommen ist, war angesagt, jeden Abend hier packen.
in Tüten, in Folienbeuteln, je nachdem. Links hatte ich hier meine Waage stehen, rechts, links Kartons. Und dann ist das Ganze ja, zu den Kunden geschickt worden. Ja, vielleicht sollten wir noch einen Ticken dazu sagen, wie es zu dem Namen kam. Das werde ich ja ganz, ganz oft gefragt. Und ist immer ganz witzig, weil da kommt eigentlich keiner drauf. Und ganz ehrlich, ich wusste es auch nicht. Ich kann zwar Englisch, mittlerweile vielleicht noch ein bisschen mehr wie vor 15 Jahren. Aber es muss den Namen her. Und was die wenigsten Leute wissen, ist, dass das englische Wort für Hering oder Zeltnagel ist Peg. Ja, und da war es eigentlich schon mal der erste Gedanke, dass man den Peg irgendwie verwendet. Dadurch wäre es international. Und dann habe ich einen alten Kumpel, der auch leider schon verstorben ist, der sehr guter Zeichner, Comiczeichner war. Und ich habe mir immer irgendwie vorgestellt, dass diese Schraube oder dieser Schraubhering auch als Comicfigur existieren müsste. Und so ist unsere Peggy entstanden. Also aus dem Peg haben wir einfach mal das verniedlicht, haben da ein Y dran gemacht. Peggy allein klingt gut, aber macht doch Peggy Peg. Wieso Peggy Peg? Soll das der Nachname sein oder was? Sagt er, nee, ja, im weitesten Sinn schon. Aber denk doch mal an Mickey Mouse, an Donald Duck. Das bleibt in der Birne. Und genauso ist es tatsächlich passiert. Habe ich gesagt, das ist genial, passt zu dem Cartoon, es ist international, es sagt aus, was es ist. Und so war im Prinzip der Brand entstanden. Ja, hatten auch einen englischen Freund, mit dem wir auch mal über den Namen gesprochen haben. Und der hat dann gesagt, was passiert denn eigentlich, wenn ihr mal was anderes mit Schraubheringe macht? Was ist denn dann mit dem Namen? Der ist ja jetzt nur auf Schraubheringe gebrandet. Und da war dann die Idee dahinter zu sagen, Innovative Systems, also nicht nur Schrauben, sondern einfach innovative Systeme. Und das war der eigentliche Ursprung, warum dann der Name entstanden ist, wie wir auch heute heißen. Wir selber, habe ich auch schon angesprochen, campen seit ewigen Zeiten. Ich selbst mittlerweile 45, fast 50 Jahre. All diese Erfahrungen, also unsere eigenen Sachen, die im Prinzip uns auffallen, wo Probleme entstehen beim Campen, versuche ich eine Lösung zu finden. Das heißt, die haben immer wieder Kunden, die sagen, das geht nicht, das könnte man so machen. Und immer wenn man, oder gibt es da eine Lösung, gibt es da was? Und immer wenn man eine Lösung oder eine Frage hat vom Kunden, die praktisch nicht nur von einem kommen, sondern die immer wieder und über längere Zeit kommen, dann ist das ja ein echtes Problem. Und so wurde im Prinzip in jedem Produkt, was wir machen, immer wieder Kundenfeedback und eigene Erfahrung eingebaut. Und so sind die Produkte entstanden und haben sich aber über die Zeit auch verbessert. Wie beispielsweise, wenn wir mal die Fix&Go Ankerplatte hernehmen, die am Anfang nur eine Platte war, die auf den Markisenfuß gelegt worden ist, wurde dann festgeschraubt. Wenn es zu weich ist, versinkt sie und wenn es schnell gehen muss, muss ich erst Schrauben aufmachen. Also habe ich darüber nachgedacht. Ergebnis war die Fix&Go Ankerplatte, die einfach 2 Schieber hat, wo ich links und rechts aufschiebe und im Handumdrehen die Markise weg ist. Ja, 2009 Markt- und Markeneinführung, kann man so sagen, nämlich da waren die Peggy Peg Produkte das allererste Mal öffentlich auf der CMT präsentiert. Da kam noch ein wichtiger Schritt dazu, nämlich durch unseren Freund, den Günther, hatten wir auch einen Kundenkontakt in die USA. Der wollte auch Peggy Pegs haben. Also haben wir tatsächlich bereits 2009 mal einen Schrauben direkt nach USA exportiert. Auch ein Thema, natürlich haben wir, oder wir werden oft angesprochen auf unser Peggy-Mobil. Das kennen ja viele vielleicht. Heute ist es ein Concorde. In den Anfängen, ganz am Anfang, haben wir mal mit einem Kastenwagen begonnen. Das war schon mal dem geschuldet, dass wir schneller irgendwo sind. Wir haben ja viele Messen gemacht
Der war aber bereits im zweiten Jahr zu klein, wo wir dann auf einen LMC umgestiegen sind. Der hatte dann eine Heckgarage, dann war das schon mal ein bisschen besser. Kurz darauf brauchte ich zum Messeeinsatz einen Anhänger, weil es dann auch nicht mehr in die Heckgarage gepasst hat, was wir zur Messe mitnehmen mussten. Und nach dem LMC sind wir dann einfach drauf gekommen, sagen wir uns auch ein bisschen mehr Komfort noch zu gönnen, und dann sind wir umgestiegen auf Concorde. Das heißt, der war dann der erste Charisma, den wir dann hatten. Und wenn wir es heute anschauen, fahren wir zur Messe mit einem Concorde, mit einem Kastenwagen, mit einem Caravan, allein um das Messeteam unterzubringen, was immer sehr schwierig ist am Caravansalon im Center, aber mittlerweile kriegen wir das wieder. Und gleichzeitig fahren wir mit einem 7,5 Tonner und mit einem 3,5 Tonner ins Messegelände als Warenlager. Ja, zurzeit steht unser Hof ein bisschen voll hier unten am Hauptfirmensitz, nämlich mit unseren Einsatzfahrzeugen, wo wir gerade wechseln. Wenn wir vielleicht mal draufschwenken, hier ist unser Peggy Mobil, hinlänglich bekannt in der Branche. Und nebendran steht gleich das Neue, das heißt, wir sind gerade im Umzug begriffen von einem Fahrzeug ins andere. Ja, es ist fast wie ein Umzug zu Hause, also der ganze Inhalt von da nach da. Ja, hier seht ihr noch ein Stück Nostalgie im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat ein paar, keine Ahnung, 25, 30 Jahre mittlerweile auf dem Buckel. Das war unser erster Anhänger, mit dem wir die Produkte dann auch von Bayreuth hierher immer gekarrt haben, wie wir unser zweites Lager hatten in Bayreuth, weil da mussten wir die Ware drinnen lagern und hier versenden. Also jetzt wollen wir euch mal die Garage zeigen, in der alles mal losging. Wir hatten nicht unsere eigene frei, da ist immer auch ein Haufen Werkzeug und so weiter drinnen, deshalb mussten wir hier bei den Nachbarn ausweichen. Und wenn wir hier mal rüber gucken, können wir einfach mal reingehen. Ja, hier seht ihr die Garage, die ist natürlich jetzt leer. Eigentlich eine Doppelgarage, allerdings hat ja unser Nachbar ihr eigenes Auto noch hier gehabt. Das heißt, wir hatten hier die eine Hälfte zur Verfügung und dann kam hier in der Siedlungsstraße, kann man sich auch vorstellen, so ein 40-Tonner angerollt. Es war allerdings damals natürlich noch keine Containeranlieferung, sondern da waren einfach Paletten drin. Die mussten wir aber per Hand abladen, das heißt, wir mussten die aufmachen, mussten jeden einzelnen Karton rausnehmen, weil wir natürlich keinen Gabelstapler oder dergleichen hatten. Das heißt, wir haben das alles per Hand hier runtergelagert und dann hier eingelagert. Der Witz war, diese Lieferung war ungefähr so groß wie die, die wir heute zu einem Kunden schicken. Lager, Meilensteine, genau. Wir waren also nach der Nachbarins Garage. Da waren wir eigentlich gar nicht lang. Ne? Da sind wir dann in eine alte Schreinerei gezogen, auch hier im Ort. Da kann ich jetzt nur sagen, müssen wir ein bisschen die Bilder wieder hier einspielen. Man kann eigentlich gar nicht erzählen, da hat es durchs Dach reingeregnet und es war unmöglich mit einem Hubwagen zu fahren. Wir haben dann natürlich schon mit einer Ameise mal einen LKW ausgeladen, aber das war auch eine Katastrophe. So, dann sind wir dann nach Bayreuth rein, weil wir im Prinzip... Ja, weil auch das Lager viel zu klein war. Dann ist auch mal eingebrochen worden in das Lager. Genau, dass wir dann ein größeres Lager hatten. Da haben wir dann unser erstes Hochregal gehabt. Das war in einer alten Brauerei, die Abfüllstation. Ja. Das Lager Nummer 2 in Neudrossenfeld war natürlich diese halbe Speditionsumschlagshalle. Was da natürlich allerdings nicht drin war, hat er ja schon erzählt, es war also keine Toilette drin, das war schon mal das Erste, aber das noch gravierende war eigentlich, dass es kalt war. Das heißt also, wenn wir draußen 0 Grad hatten, hatten wir in der Halle auch nicht mehr als 1-2 Grad. Ja, und nebenbei ist natürlich der Absatz immer mehr gewachsen. Ich war ja ständig auf Messe unterwegs, wie ich schon erwähnt habe. Und dann haben wir tatsächlich im Jahre 14, also 2014, unseren Schraubhering N, was ja quasi unser Standard- und Urprodukt darstellt, 1 Million Mal verkauft. Da waren wir richtig stolz drauf und haben das auch gefeiert. Da haben wir auch eine kleine Party gemacht in Stuttgart oder bei Stuttgart. Und das Ganze zeigt auch auf, dass im Prinzip die Nachfrage immer gestiegen ist und somit es war abzusehen, dass unser Lager Nummer 4, dass das Lager Nummer 4 in der Kurwohlhalle,
quasi sehr, sehr schnell wieder an seine Grenze gestoßen ist. Und aus dem Grund habe ich dann irgendwann mal gesagt, das geht nicht so weiter, wir brauchen irgendwas Gescheites und vor allen Dingen so, dass wir es für uns haben. Damit ist die Idee entstanden, dass wir was Eigenes bauen. Dann ergab sich, dass wir durch unseren Vermieter ein Grundstücksangebot bekommen haben, was im Prinzip 2 Grundstücke weiter war, wie wir mit der Halle ansässig waren und was eigentlich ein Restgrundstück war. Hier wurde mal nebenan eine Lidl-Filiale und ein großer Parkplatz gebaut und das war ein Restgrundstück, was einfach übrig war. Und dadurch konnten wir das, ja, sage ich mal, relativ günstig erwerben und damit war im Prinzip die Idee geboren, eine eigene Halle zu haben. Ja. 2019 war der Grundstückskauf, gleichzeitig ist mehr oder weniger, ja, schon ein bisschen vorbereitet unser guter Freund Günther an uns herangetreten, dass er gerne sich zur Ruhe setzen möchte und eigentlich Silvicamp, die Importfirma, gerne veräußern möchte. Da sage ich, hey Günther, das kannst du nicht machen, du hast dich irgendwie immer dazwischen reingeklemmt, du bist Ingenieur, du hast geholfen bei der Produktentwicklung teilweise, ich kann da jetzt nicht keinen Dritten dazwischen gebrauchen. Da habe ich gesagt, sage ich, dann mache ich es lieber selber, dann mache ich halt meinen eigenen Import. Sagte, ja, das wollte ich eigentlich bloß hören. Daraufhin war diese Idee geboren, dass wir Silvicamp übernehmen. Das haben wir dann auch in 2019 getan, haben uns da geeinigt. Günther konnte also in seinen wohlverdienten Ruhestand gehen. So, dann war natürlich eine Planungsphase für die Halle, nachdem wir das Grundstück gekauft hatten. Das Übliche im Prinzip, man kann sich vorstellen, man muss Angebote einholen. Wir haben das jetzt nicht an einen Architekten vergeben und gesagt, mach mal, sondern wir haben das selber gemacht. Dann hatten wir die Planungsphase abgeschlossen und im Dezember 2019 wurde abgeschoben. Das heißt, da wurde die Fläche vorbereitet für unsere Energiesparplatte. Wir haben hier überall Fußbodenheizung drin. Und dann war ein bisschen eine Pause, bis eigentlich die Tiefbaufirma mit der Platte alles vorbereitet hatte. Und das war geplant für nach dem Frost, Ich März meine wohl März 20. Und wisst ihr, was im März 20 war? Der erste Lockdown. Und Leute, uns ging der Arsch auf Grundeis, ich sage es ganz deutlich. Weil hier fuhren die ganzen Gerätschaften an, Bagger, Materialien. Wir haben 1,5 Millionen Finanzierung im Kreuz. Und der Staat sagt, Wirtschaft, full stop.
Im Nachhinein, trotz aller Bedenken, weiß heute auch jeder, Corona war für die Campingbranche ein Boom. Also es ging nicht nur so, es ging so bergauf, weil ja plötzlich jeder nur noch Camping gefahren ist. So, wie dann hier die Halle stand, waren wir uns auch noch gar nicht sicher, ob wir das Büro hier rauf verlegen. Jetzt haben wir uns aber dann entschlossen, weil wir ja auch diese Problematik von Bayreuth her kannten, dass es blöd ist, wenn Speditionen kommen und keiner ist vor Ort, dass wir die Büros doch hier rauflegen. Und dann habe ich im Sommer, während der Rohbau der Halle stand, zusammen mit meinem Nachbarn, der ja rüstiger Frühhändler ist sozusagen, hier die Idee gehabt, die Büros selber zu bauen, weil die wieder keiner so bauen kann, wie sie ich im Kopf habe. Weil ich habe hier nicht irgendeine Standardgeschichte gemacht, sondern wir haben hier eine Lagerbühne reingestellt und unter dieser Lagerbühne haben wir einfach mit Trockenbau dann die Büros für uns hier reingemacht. Die allerdings ausgelegt waren ursprünglich mal für 3 Personen. Ja. Und mittlerweile sind wir ein bisschen gewachsen, kommen wir gleich noch drauf. Also der Platz reicht von vorne und hinten nicht. Es kam das Jahr 21. Und ich glaube, das war neben den ganzen schönen Ereignissen das Schlimmste, was uns je passiert ist. Weil wir hatten tatsächlich kurz vor Ostern, hat es uns erwischt mit dieser Covid-Infektion, britische Version, sodass wir mehr oder weniger fast 4 Wochen, ja, kurz vorm Exitus waren. Dann habe ich darüber nachgedacht, was passiert eigentlich, wenn wir wirklich nicht diese Geschichte überleben sollten. Die Kinder wissen zwar, wie die Produkte funktionieren, aber weil da sind sie aufgewachsen damit, die haben auch schon eingepackt, wie wir ja in der Geschichte jetzt gehört haben. Dann habe ich gesagt, okay, ich werde mal meinen Sohn fragen, der in seiner Firma nicht gerade glücklich war zu der Zeit. Ja, und der hat dann sich nach einer gewissen Zeit überlegt, das zu tun, dass er zu uns in die Firma kommt. Ich glaube, 8 Wochen später war dann seine jüngere Schwester mit ihrem Studium fertig. Die hatte International Law studiert. Er ist Wirtschaftsingenieur. Wirtschaftsingenieur passt natürlich schon irgendwo. Das International Law, wie wir uns überlegt haben, ist natürlich auch sehr, sehr nützlich. Der allerwichtigste Schritt, und das haben wir auch verstanden, dass unser bisheriges Faktorierungssystem an die Grenzen der heutigen Zeit stößt und vor allen Dingen auch an die Grenzen eines solchen Lagers, wie wir es jetzt hatten. Das heißt, wir haben relativ schnell angefangen, uns umzuschauen nach einem neuen ERP-System. Wir haben im Frühjahr angefangen, uns nach Lösungen umzuschauen, haben viele Sachen angeguckt und haben uns effektiv dann im 2. Drittel entschieden für eine neue Lösung. Die haben wir dann zum 1.1.23 eingeführt und haben somit jetzt das ganze Lager digitalisiert. Vorher war Scannen ein Fremdwort. Wir wussten noch, welcher Karton in welcher Ecke stand. Jetzt weiß es der Scanner. Vorher haben wir uns ja auch noch mal Hilfe in der Verpackung bzw. im Versand geholt. Und zwar kam ja dann der Tibi zu uns im April 22. Genau. Ja, und mittlerweile den teuersten Rechner in der ganzen Firma hat, weil er macht meine Gedanken jetzt in die Zeichnungen, sodass wir neue Produkte kreieren und bauen können. Ja, da kam in dem Jahr dann noch der Gerhard auch, der vor der Teilzeit schon oder teilzeitmäßig schon im Vorjahr hier mit gearbeitet hat, in Büros geholfen hat. Dann hatten wir das Problem der Logistik, dass wir einfach mit der Lagerarbeit hier Hilfe brauchten. Ja. Da kam unsere Theresa zu uns, die im Prinzip Lagerlogistikerin ist. Und die schmeißt also Gabelstapler und Co. mittlerweile ganz gut durch die Ecke. Und als letztes kam dann noch die Leo ins Team. Die Leo ist Grafikdesignerin und das ist ja auch eine Sache, die ich lange Zeit versucht habe, lange Zeit gemacht habe.
Und wenn wir bei der ganzen Geschichte vergessen haben, die nämlich ganz, ganz lang da ist, ist unsere Sophie, die nämlich mehr oder weniger seit der Zeit in der Halle nebenan in der Verpackung tätig ist. Ja. Ja, dann müssen wir auch noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Und ihr habt ja so am Rande schon mitgekriegt, dass wir ein paar Jährchen hinter uns haben. Und da haben wir uns überlegt, nachdem wir jetzt alles so technisch schon aufgestellt haben, dass man eigentlich heute wirklich wieder von überall arbeiten kann, mal das Peggy-Mobil auch für Expeditionen einzusetzen und die Produkte mal wieder richtig draußen auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Und ganz wichtig, was der Alan mal gesagt hat letztes Jahr, der Vater muss endlich wieder raus, dass wir neue Produktideen bekommen. Also auf jeden Fall in der Richtung ist da geplant. Und weil das die weitere Zukunft angeht, das erzählt euch die nächste Generation. Ja, wie war das eigentlich für uns, als wir damals, als wir Kinder waren, als wir klein waren und unsere Eltern angefangen haben, diese Firma auf die Beine zu stellen und wir zwischen Kartons und Schrauben Weihnachten verbringen mussten und unsere Katze in den leeren Kartons geschlafen hat. Naja, da gab es zum Beispiel so ein paar Geschichten wie, ich habe früher angefangen, durch einen guten Kumpel mit einem iMac Videos zu schneiden. Dann ganz klassisch, wie man das so im jungen Alter gemacht hat, Zockervideos von Call of Duty etc. pp. Und dann kam ein netter Herr auf mich zu, aka mein Dad oder unser Dad, der dann meinte zu mir, naja, Alan, du kannst ja ganz gut Videos schneiden, möchtest du denn nicht unsere Werbevideos schneiden? Und dann hat der 14-jährige Sohn halt angefangen, ein paar Werbevideos für Peggy Pack zu schneiden. Also jeder hat so seine Aufgabe. Ja. Und später dann auch, als wir in die anderen Lager sind, haben wir auch immer noch mitgeholfen, zu Hause gepackt. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel in der Produktion mitgearbeitet. Und im Endeffekt habe ich mich entschieden, nach dem Abi nach Australien zu gehen und habe dafür auch richtig viel gearbeitet. Ja, viel Geld gebraucht. Ja, du hast mehr gearbeitet nach dem Abi als ich. Ich war so ein bisschen faul nach dem Abi. Ja, da konnte ich dann mein Geld zusammenfinden, damit ich dann auf Reise gehen konnte. Wo ich dann diesen Herrn kennengelernt habe, der mich irgendwie seitdem auch nicht mehr losgelassen hat und begleitet. Und dann sind wir eine Woche lang zu viert in einem Wohnmobil, was gemietet war, eigentlich nur für 2 Leute. Die hatten nicht vor, uns mitzunehmen, das gab andere Umstände. Dann mit denen mitgereist und so hast du dann meine Eltern kennengelernt. Yeah, exactly. Like typical Brigitte and Achim style. Very active. I think I even was witnessing Achim being a hairdresser, cutting your hair at our Australian partner. Yeah. So without me knowing, I really got the introduction to the whole family, basically, the whole history, and even our Australian partner. And yeah, that like slowly evolved. Afterwards, Sammy and I still did a lot of camping in Australia, and then at one point we were in a location in the middle of nowhere, and there's a guy standing next to us, opening a bag. Hey guys, have you heard of these? These are Peggy Pegs. I said to Sammy, Sammy, I think they're talking about the company of your parents. And then she's like, yeah, whatever, in the middle of nowhere. And I said, come, let's go there. And then the guy was super happy. Und es war auch am Anfang echt nicht leicht als Team zu arbeiten, weil die Eltern hatten das einfach alleine gemacht die ganze Zeit, so eine Two-Man-Show. Und auf einmal sind da 3 so Hampelmänner, die Sachen verbessern wollen. Und ändern wollen. Und Änderung ist halt auch schwierig, wenn man ein laufendes, rollendes System hat. Und ja, man will ja im Endeffekt, wollen wir das verbessern, helfen, strukturieren, damit man am Ende weniger Arbeit hat. Und das war schwierig, das ja rüberzubringen. Aber ich glaube, mittlerweile ergänzen wir uns alle sehr gut und machen da viel zusammen auch. Aber nichtsdestotrotz kann die Sammy das ja mal präsentieren. Haben wir ja dieses Jahr auch einen Preis, so wie die ältere Generation gewonnen, für ein neues Produkt von uns, den Heavy Duty auf der CMT. Genau. Das war der European Innovation Award und wir sind im 3. Platz belegt für Bloggers Favorite. Und ich denke, so eine Auszeichnung ist ganz cool zu sehen, dass die Arbeit, die wir jeden Tag reinstecken und auch wirklich mit Schweiß und Tränen teilweise leisten, auch sich auszeichnet. Ja, what's still coming? Ja. Ja.
wir als Next Generation haben so ein bisschen den Traum, dass wir Peggy-Pack noch mehr ausweiten und noch mehr in die Welt bringen und dass wir auch selber noch mehr auf Reise gehen, natürlich, mit den Produkten und Peggy-Pack selbst. Weil, wie man sagt so schön, nur wenn man außen ist, kann man auch wieder neue Produkte entwickeln. Yeah, you heard it first. Wir müssen reisen, um Produkte entwickeln zu können. Ja, das ist leider so. Ja. Für uns ist es gut, ja, weil die Thematik ist einfach so, wenn man die Produkte im Feld testet, beziehungsweise wenn man Probleme sieht, die ein Camper hat, dann kann man sich da auch weiter die Produkte überlegen, so wie das der Dad schon im Vorhinein gemacht hat. Genau. Ja. Und wir freuen uns auf jeden Fall, was Peggy-Pack in den nächsten 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren alles noch erreichen wird. Und ja. Ja, wir freuen uns drauf. Ja, machen wir. See you in 15 years. Wir sagen Danke!